Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Wir haben aufgehört bei der Dreißigjährige Krieg und sind jetzt bei Stadt- und Landleben. Bild Nummer 79. Schlosshof. Im Gegensatz zu den freien Anlagen der Burgen des Mittelalters sind die Schlösser der Renaissance nach regelmäßigen, genau berechneten Bauplan errichtete Gebäudekomplexe. Eines der schönsten deutschen Renaissance-Schlösser war das von dem berüchtigten Melek verwüstet, heute nur als Ruine erhaltene Heidelberger Schloss. Es wurde zwischen 1550 und 1630 von den Pfalzgrafen erbaut. Bild Nummer 80. Windmühle. Ein Märchenriese mit ausgebreiteten Armen steht die Windmühle im Flachlande und erzählt die ewige Legende von Wind und Heimat, Ernte und fröhlichen Müllern. Seit sie aber im Wettstreit mit der Dampfmühle unterlag, war sie Witterung und Verfall preisgegeben. Doch mögen wir sie im Bilde deutscher Landschaften nicht missen, und Heimatschutz sucht die wenigen Windmühlen als Denkmäler der Heimat zu erhalten. Bild 81. Sternwarte mit Quadranten. Die Zeit des Dreißigjährigen Krieges war eine Hochblüte der Astronomie und Astrologie. Das gerade erfundene Fernrohr gestattete erst jetzt eine genaue Betrachtung der Himmelskörper, und mit Hilfe des Quadranten berechnete man die Stellung der Gestirne zueinander, aus der der Astrologe künftige Ereignisse und die Schicksale der einzelnen Menschen voraussagte. Bild Nummer 82. Raritätenkabinett. Die Kunst- und Wunderkammern des 17. Jahrhunderts sind Vorläufer der modernen Museen. Alles, was fürstliche Laune zu sammeln für wert fand, war dort vereinigt. Der Sammeleifer zielte nicht nur auf Kunstwerke, sondern auf das Abnorme und Seltene, um es mit Staunen zu betrachten. Berühmt waren zum Beispiel das Grüne Gewölbe in Dresden und die Kunstkammer zu Berlin. Bild Nummer 83. Mitteldeutscher Bauernhof. Ob heute oder vor 100 oder vor 1000 Jahren, der Bauernhof mit seinen Ställen, Schuppen, Gärten, Äckern und Tieren, hineingestellt in den langsamen Kreislauf der Jahreszeiten, ist eine wenig veränderliche Welt, in der gewachsene Natur und Menschenarbeit ein sinnvolles Ganzes bilden. Die Verbundenheit mit der Erdscholle allein verbirgt einem Volke Dasein und Dauer. Zu dem Bild, da im Hintergrund brennen Häuser und es scheint, als würden die Leute dort auf dem Hof kämpfen. Ich kann das Bild jetzt nicht abmachen, weil das ist ein sehr alter Kleber. Ich hoffe einfach mal, dass das richtige Bild ist, auf der richtigen Stelle. Als Kind ist mir das auch gelegentlich passiert, dass ich das falsche Bild an der falschen Stelle geklebt habe. Ich vertraue jetzt aber einfach mal den werten Herrn, der es wahrscheinlich schon längst verstorben ist. Gut, machen wir weiter. Bild Nummer 84. Hausmusik. An der Stelle im Mittelalter beliebten Hausorgel tritt seit dem 16. Jahrhundert als Hausinstrument das Spinett, das in England wohl zu Ehren der jungfräulichen Königin Elizabeth den Namen Virginal führte. Virginale waren tragbare kleine Tafelklaviere von nur 3 Oktaven Umfang und hohen Tonlage. Die dünnen Drahtsaiten gaben beim Tastenanschlag einen klirrenden Ton. So, dann geht's weiter mit Alltag und Festtag. Bild Nummer 85. Nächtliche Szene am Spandauer Tor. Die Unsicherheit in den unbeleuchteten nächtlichen Straßen waren unerträglich gewesen, wenn die Stadttore nicht abends geschlossen worden wären. Ein Torwächter mit Spieß und Laterne kontrollierte die noch Einlass Begehrenden. Die Bürger versahen sich abends selbst mit Laternen, um auf dem Pflaster nicht auszugleiten oder in den Rinnstein zu treten. Bild Nummer 86. Raubüberfall. Der Verkehr auf den Landstraßen war in früheren Zeiten mit Gefahren verbunden. Im späten Mittelalter hatten Raubritter den Kaufleuten und ihren Warenzügen aufgelauert. Im Dreißigjährigen Kriege musste nicht nur Kaufherren, sondern auch private Reisenden jeden Augenblick eines Überfalls aus dem Hinterhalt gewärtig sein. Zum Schutz umgaben bewaffnete Reiter den Wagen. Bild Nummer 87. Stückschießen. Mit der Erfindung und Verbesserung von Stücken, das heißt Geschützen, hatte sich oft berühmte Künstler beschäftigt, so zum Beispiel Leonardo und Dürer. Durch Kaiser Maximilian erfuhr das Geschützwesen eine bedeutende Ausbildung.
Zur Übung der Landsknechte und Erprobung der Geschütze wurden auf weiten freien Plätzen vor der Stadt Scheibenschießen vor vielen Zuschauern veranstaltet. Bild Nummer 88. Lustwandeln im Schlossgarten. Der Schlossgarten der Renaissance und der Folgezeit ist nach architektonischen und mathematischen Gesichtspunkten angelegt. Das Eigenleben der Pflanzen und seine besondere Form wird wenig geachtet. Bäume, Sträucher und Beete sind nur ein untergeordneter Teil der gesamten Bauanlage, die in genau berechneten Einzelteilen zerfällt. Bild Nummer 89. Bäckertaufe. Zu den besonderen, seit dem Mittelalter oft bis ins 19. Jahrhundert wirksamen Strafen, die zum Beispiel über Handwerker wegen Verstoß gegen die Zunftregeln verhängt wurde, gehört das Prellen oder Wippen. Der Bäcker, der zu kleines Brot gebacken hatte, wurde in einem Kasten, Wippe oder Schandstuhl mehrmals kurz unter Wasser getaucht, aber so, dass ein Ertrinken unmöglich war. Und das letzte Bild für heute, Bild Nummer 90. Tischzucht. Schon im Mittelalter gab es sogenannte Tischzuchten, poetische Anweisungen zum guten Benehmen bei den Mahlzeiten. Sie lehrten neben manierlichem Essen, Kinder aßen im Stehen, vor allem eine Art geistige Zucht bei Tische. Tischgebete vor und nach der Mahlzeit, Unterhaltung im Familienkreise maßvoll und die Stimmung nicht so zügellos. Dichter wie Hans Sachs schrieben hübsche Verse zur Tischzucht. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und macht's gut. Bye. Jetzt habe ich voll die Abhabe. Wir sehen uns wieder bei. Genau. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Okay, ich mache das jetzt mal hier. Das von Hans Sachs werde ich jetzt mal die eine Tischzucht, die schöne Versform mal vorlesen. Ungeübt. Okay. Ein Tischzucht. Hör Mensch, wenn du zu Tisch willst gähn, dann Hände sollst du gewaschen hän. Lang Nägel ziehen gar nicht wohl, die ham heimlich abschneiden soll. Am Tisch setz dich nicht oben an, der Hausherr wollt's dann selber han. Der Benedigung nicht vergiss, in Gottes Namen heb an und iss. Den Ältesten ansahen lass, nach dem ist züchtig lieg er maß. Nit Schnaufe oder solches Schmatz, nit ungestüm nach dem Brotisch Platz. Dass du kein Geschirr umstoßen tust, das Brot schneid nit an deiner Brust. Nehmt auch den Löffel nit zu voll, wenn du dich treibst, das steht nit wohl. Greif nach keiner Speise mehr, bis dir dein Mund sein worden leer. Red nicht mit vollem Mund, sei mäßig, sei in der Schüssel nit gefräßig. Der allerletzt drin ob dem Tisch, zerschneid das Fleisch und bricht den Fisch. Und kaue mit verschlossenem Mund, schlag nit die Zunge aus gleich ein Mund. Zu ekeln, tu nit geizig schlingen und wisch den Mund, eh du willst trinken. Dass du nit schmatzen machst den Wein, trink sittlich und nit hust da rein. Tut auch nit götzeln oder kreisten, schütt dich auch nit, halt dich am meisten. Gezänkt am Tische gar'n übel start, sag nichts da, ob man Grauen hat. Und tut dich auch am Tisch nit schneuzen, dass andere Leut an dir nit scheuzen. Geht nit Zausen in der Nase, des Zahnstürens sollst du dich maßen. Im Kopf sollst du dich auch nit krauen, dergleichen meid Jungfrauen und Frauen. Soll nach keinem Floh hinunter fischen, aus Tischtuch soll sich niemand wischen. Auch leg den Kopf nit in die Händ, leihen dit nit hinter an die Wend. Bis das Mahl hab sein Ausgang, denn sag Gott heimlich Lob und Dank, der dir dein Speis hat beschert, aus väterlicher Hand annährt. Nachdem sollt du vom Tisch aufstehen, deine Hände waschen und wieder gehen, an dein Gewerb und Arbeit schwer, so spricht Hans Sachs, Schuhmacher. Schön. Macht's gut.